Alles klar, in diesem Video erstellen wir die Bewegungsmechanik für den Spielecharakter. Wir werden noch keine Animation behandeln, allerdings werden wir zunächst die Game-Char Steuerungselemente einrichten. Hierzu gehen wir auf die Blaupause Hero Char und da dort auf den Event Graph klicken. Hier werden wir unsere erste Programmlogik einsetzen, die Standardsachen einmal gelöscht und lasst uns zur Projekteinstellung, Projektsettings einmal wechseln. Wir werden es einfach halten. Auf der linken Seite gehen wir unter Engine auf Input. Die Third-Person-Einstellungen sind hier im Grunde schon eingestellt unter Action Mappings und Access Mappings. Ja, wir lassen erstmal diese Basiseinstellung und bei Jump ist im Grunde die Spacebar. Wir können die Einstellung erstmal so belassen und im späteren Verlauf schauen wir uns auch noch ein Gamepad an. Die meisten Einstellungen sind sowieso übernommen fürs Gamepad von den Access Mappings. Und diese Charaktersteuerung nutzen wir auch mit unserem Spielercharakter. Gehen wir nun zum Hero-Charakter. Im Feld klicken wir einfach rein und schreiben Turn. Hier holen wir uns das Access-Event Turn. Das nächste ist, was wir holen, Lookup. Damit kann man mit der Maus erstmal umherschauen, mit den zwei. Die einfachste Sache, die wir machen können, ist im Grunde Input Controller Ja uns zu holen, diese zu verbinden. Und für das Lookup-Element holen wir einfach Add Controller Pitch Input. So haben wir hier Pitch Input. Das müsste erstmal reichen für den Anfang. Eventuell werden wir noch Booleans später einfügen, um dann halt Abfragen zu generieren, ob der Player gerade laufen darf oder nicht. Zum Beispiel, wenn der Player-Charakter gerade gestorben ist, dann wollen wir nicht, dass er sich bewegen kann und verschiedene andere Game-Mechaniken. Aber für jetzt werden wir es erstmal simpel belassen und die Strukturen einfach wachsen lassen. Das nächste ist eine Tastatureingabe. Einfach hier Move Forward. Input Access Move Forward. Dann braucht man noch den Movement Input. Add Movement Input. Einfach zusammenstecken. Die Axis auch zusammenstecken. Im Grunde den Event Graph zusammenstecken und die Access Value zur Scale Value hinzufügen. So haben wir das Keyboard auch abgedeckt. Das nächste wird nach rechts bewegen sein. Move Right. Danach einfach hier oben Add Movement Input. Steuerung D fürs Kopieren. Und das gleiche hier unten. So haben wir im Grunde einen schnellen Copy and Paste. No time to waste. Ja, den wechsle ich kurz. Ich habe aus Versehen ein Get gemacht. Sorry, Leute. Muss natürlich ein Access-Event sein, nicht eine Variable, die wir abfragen. So, jetzt wollen wir die Abfrage von den Movements hier in der Welt holen. Dazu einfach Rechtsklick und dann Get Control Rotation. Und was wir hier im Grunde machen wollen mit dem Charakter, unter Player packen wir ihn erstmal in die Welt wieder rein, Testlevel. Was wir hier machen wollen, ist im Grunde einfach um diese Z-Achse uns zu bewegen. Und zwar um die Z-Achse, die nach oben geht, nur in die Richtung im Grunde bewegen und nicht in die andere Richtung, damit wir uns entsprechend mit den Tasten, Pfeiltasten navigieren können, rechts, links, um diese Z-Achse. Wir können hier einfach eine Value holen und die Rotation aufbrechen. Und wir wollen im Grunde nur die Z-Achse haben. Also schnappen wir uns die Z-Achse und holen uns dann Make Rod from Z. So können wir im Grunde nur um die Z-Achse rotieren und X und Y wird dann ignoriert. Jetzt brauchen wir für die Bewegung nach vorne, da brauchen wir im Grunde einfach nur eine Return-Value hier, Move Forward. Genau, den Get Forward Vektor, einfach Forward einschreiben. Das wird dann die Direktion sein, in welche Richtung das in der World Direction dann ist. Für die Rechtsbewegung holen wir dann uns einfach den rechten Vektor, Get Right Vektor. Ja, und dieses Setup gibt uns im Grunde das gleiche Bewegungsschema wie in so einem Dark Souls Game. Jetzt können wir uns so ein bisschen bewegen. Ne? Ja, das war's für dieses kurze Video. Wenn wir im nächsten Video dann die Animation noch erstellen, dann macht das Ganze etwas mehr Sinn. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ist halt einfach nur so eine Basis-Movement-Geschichte. Wir kommen dann irgendwann wieder hier rein und machen so ein paar Advanced Features, wie schon angekündigt, um die Game-Logik hier noch ein bisschen zu verfeinern.
wie zum Beispiel so ein paar Boolean abfragen, um dann halt zu sehen, darf der Spielercharakter überhaupt gehen oder nicht im Spiel. Lass uns das alles nochmal selektieren und C drücken und kommentieren. Das sind dann unsere Bewegung, Movement. Kompilieren und speichern. Im nächsten Video kümmern wir uns um die Animation, um dann halt die Bewegung schön und geschmeidig darstellen zu lassen im Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video.